Etwas ziemlich Krasses ist passiert. Hallo? Hat Corona damit zu tun? Wir müssen ja weg. 29.927 Euro. Was geht da ab? Au! Bewaffnet euch bis an die Zähne, geht da rein. Ich habe ja schon viel gesehen auf meinen Reisen, aber das hier übertrifft alles. Ja, und den Beweis dafür, dass ich recht habe, liefere ich euch am Ende des Videos. Also, schön bis zu Ende angucken, es ist eh spannend und dann wisst ihr Bescheid. Etwas passiert hier gerade. Und wenn ihr wisst, was hier los ist, dann bitte lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Um zu verstehen, was ich eigentlich meine, müssen wir dort hoch. Da oben auf die Dünen und dann könnt ihr euch ein Bild darüber machen, was ich ja eigentlich meinte. Ich werde es euch zeigen. Wir gehen da jetzt hin. Los geht's. Chicho, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos! Chicho ist sozusagen mein Assistent. Wenn ich mal nicht weiter weiß, Chicho hat immer eine Lösung parat. Ja, wir sind gleich da. Komm. Da ist das Meer, aber darum geht es gar nicht. Es geht um diesen See dort drüben. Denn folgendermaßen. Vor 3 Tagen waren wir an diesem Strand. Dieser Strand befindet sich in Portugal und vor 3 Tagen war dieser See zu 2/3 ausgetrocknet. Und das hier war alles leer. Kein Wasser drin. Bin da reingelaufen, überall Schlick an meinen Beinen. Ausgetrocknet. Jetzt, 3 Tage später, und ich kann das beweisen. Alles voller Wasser. Alles voller Wasser. Ich war am Ufer, da waren Fische, riesige Fische. Ha, da. Wow. Und ja, wo kommt das Wasser her? Wo kommt das Wasser her? Und ich muss dazu sagen, es hat in den letzten 3 Tagen nicht geregnet und es gab auch keine Sturmflut. Das heißt, das Wasser, das kommt nicht von da, das kommt nicht von da, das kommt auch nicht von da, das kommt auch nicht von da, weil es wird ja wohl kaum Wasser samt Fische durch den Boden drücken. Das heißt, und auch nicht in so kurzer Zeit kann das Grundwasser steigen oder irgendwas. Also was ist da los? Waren hier Aliens am Werk? Oder sind das diese Echsenwesen? Ja? Hat Corona damit zu tun? Fragen über Fragen. Aber wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, egal was euch dazu einfällt, bitte lasst es in den Kommentaren, ja, schreibt mir, lasst uns Ideen sammeln. Wo kommt das Wasser her? Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann zeige ich euch Folgendes. Ich habe nämlich vor 3 Tagen hier meine Drohne fliegen lassen und ich werde heute meine Drohne nochmal fliegen lassen. Ich kann das beweisen. Ich kann das beweisen anhand der Aufnahmen. Und aber da in diesem See, kein Wasser drin. Ich schwöre auf alles, Alter. 4-fach schwör. Chicho, ven aquí. Wir fragen Chicho. Leg dich hin, wenn ich recht habe. Wenn ich recht habe. War da Wasser drin? Okay, ich sehe schon. Wenn er sich hinlegt, das heißt, ja, da war überhaupt kein Wasser drin, du Spinner. Da ist der See. Da ist das Ufer. Süßwasser. Aber das ist nicht alles, ja, was mich hier an diesem Strand verwundert hat. Chicho, was geht da ab? High five. High five, Chicho. High five. High five. Ja. Dann ist er. Der hat was gesehen. Fickt mich doch. Hallo? Wir müssen ja weg. Nein. Höchst mysteriöse Sache Nummer 2 zeige ich euch jetzt. Da müssen wir da runter. Chicho! Vamos! Yeah! Au! Fuck! Fuck!
Ticho, warte. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es strengstens verboten, auf so einer wunderschönen Düne mit dem Auto zu fahren. Es ist natürlich auch strengstens verboten, sein Auto auf so einer Düne abzuparken, denn das ist ein Naturschutzgebiet. Ja, klar. Und wer es trotzdem macht, dem droht eine Strafe. Wenn ich also mit dem Auto, mit dem Allrad oder mit dem Quad oder was auch immer hier drauf fahre, dann muss ich eine Strafe zahlen, was völlig nachvollziehbar ist. Ja? Und jetzt ratet mal, wie hoch die Strafe ist. Sonst kostet das nämlich 29.927 € wären völlig in Ordnung. Für mich absolut nachvollziehbar. Strafe muss sein. Ein gewisser Opulus sollte entrichtet werden, wenn ich den Regeln nicht folge und trotzdem auch diese Dünen fahre. Aber die 87 Cent, die hätten nicht sein müssen. Die sind meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Ja? Also 29.927 €, hey, come on, ist okay. Ne? Aber was sollen die 87 Cent? Das ist Wucher, das ist einfach impertinent, würde ich sagen. Jetzt kommt mysteriöse Sache Nummer 3. Da vorne ist sie schon. Da. Ticho, Hammers. Yes. Was ist das? Ja, Graffitis machen graue Wände lebendig. Genau, blau. Das ist ein Om-Zeichen, glaube ich. Wow, schaut euch diesen wunderschönen Baum an. Da ist die Ruine. Ticho, was ist da los? Okay, lass uns da mal reingehen. Ne? Okay. Da ist ein Loch nach draußen. Könnte vielleicht auch noch irgendwas zu tun haben. So, und dann habe ich hier. Wow. Schaut euch das an. Wow, das ist ein Original. Das ist ein Original Miguel. Okay. Ich glaube, da ist noch was. Nee, da war gar nichts. Okay, nee, alles gut. Okay, was ist da noch? Ich glaube, da sind noch. Was ist das da? Da ist noch was. Eine Gabel, Alter, ey. Falls jemand eine Gabel braucht, die ist noch recht okay. Schreibt es in die Kommentare. Schicke ich euch gegen eine kleine Gebühr natürlich zu. Ne? Also eine ziemlich coole Gabel mit rotem Plastikgriff. Schicke ich euch gerne zu. Was ist das da? Oh Gott, was ist das? Oh, das sind alte Schriften. Ja, liegt sie raus hier, oder? Okay, also was war das mal? Wer hat eine Idee? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall... irgendwas stimmt mit meiner Hand nicht. Oder so. Scheiße. Naja. Also wer eine Idee hat, was da mal drin gewesen ist, es ist ja recht klein. Also wer jetzt sagt, da waren Kühe drin und so, nee, da waren keine Kühe drin. Da passt keine Kuh rein. Da passt auch kein Schaf rein. Also wenn, dann passt da eins rein. Also ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, Hühner waren da auch nicht drin. Und ja, wir hatten eine Idee. Dieser Strand hat noch einiges zu bieten. Da werden noch einige Überraschungen auf mich zukommen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, what the f is going on here? Okay, und hier kommt der Beweis. Drohnenflug Nummer 1, 3 Tage alt. Und hier kommt Nummer 2, Drohnenflug von heute. Ja, ich sagte ungern, aber habe ich es nicht gesagt. Ja? 3 Tage ist es her, da war dieser See ausgetrocknet, leer, keine Fische drin, gar nichts. 3 Tage später, See ist voll. Riesenfische. Ja? Riesenfische drin. Was ist da los? Selbst wenn das Wasser vom Grundwasser kommt, da drückt es ja keine Fische mit durch den Schlick, durch den Schlamm. Ja, wo kommen denn die Fische her? Riesendinger. Haben die da geschlafen? Ich weiß nicht mehr, was ich...
Ja, da sind noch mehr Ruinen da hinten. Da ist eine, da ist auch eine Ruine. Und ehrlich gesagt, mir reicht's. Ich traue mich da nicht hin. Wenn ihr mal hier sein solltet, könnt ihr gerne hingehen. Ich war dort, ich habe es aus der Ferne beobachtet und ziemlich spooky, muss ich sagen. Ziemlich spooky, muss ich sagen. Also ich gehe da nicht rein. Ne? Kein Bock auf Bremsstreifen und Schlüpfer. Und deshalb gehe ich da auch nicht rein. Ne? Wie gesagt, wer sich traut, bewaffnet euch bis an die Zähne, geht da rein. Ich tue es nicht. Okay, ich hoffe, dieses, mein mysteriösestes Video überhaupt, hat euch gefallen. Bitte, und das ist ganz, ganz wichtig, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, wenn ihr eine Idee habt, was hier los ist, was hier vorgeht, auch die absurdeste Idee, schreibt sie in die Kommentare. Ich möchte es wissen, ich möchte Ideen sammeln. Und natürlich, wer es noch nicht gemacht hat, abonnieren nicht vergessen. Bald kommt das nächste Video und das wird auch ziemlich krass. Ich sag's euch jetzt schon. Wir sehen uns. Hasta luego und tschüss.